Wortwege. Dieser Text erzählt davon, warum Ankommen nicht automatisch glücklich macht und was einen stattdessen erfüllt, wo das Ziel endet. Manchmal kommt es leise. Dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt, obwohl alles geschafft ist. Das Ziel ist erreicht, der Weg liegt hinter einem, wie eine gerade gezogene Spur im Schnee. Und doch findet sich nichts Warmes im Herzen. Es gibt Wege, auf denen man sich verliert, weil der Blick zu sehr am Ankommen hängt, weil man glaubt, das Ziel sei die Krönung, das Große und einfach alles, was zählt. Und wenn es dann da ist, glänzt es kurz und verstummt. Dahinter nichts, kein Echo, kein Weiter, nur Leere, die sich ausdehnt wie ein zu großes Zimmer. Und plötzlich braucht es ein neues Ziel, dringend, größer, schneller, weiter. Nach dem Höhepunkt ist das Ziel oft traurig. Nicht, weil es falsch war, sondern weil es vorbei ist. In der sportlichen Elite ist das bekannt als Post-Olympia-Depression. Ich kenne das. Nein, natürlich nicht im Sinne eines Profi-Leistungssportlers. Oder weil ich weiß, wie es ist, dem Druck des wichtigsten sportlichen Ereignisses der Welt standzuhalten. Ich kenne das im Kleinen aus meiner Welt. Das letzte Schild, das letzte Etappenkreuz. Der Moment, in dem ich dachte, jetzt wird alles anders. Jetzt fühle ich etwas. Jetzt bin ich jemand. Doch da war nichts. Da war oft nur Stille und der Blick in eine Landschaft, die nicht applaudiert. Früher habe ich Kilometer gezählt, Zeiten verglichen, Wanderwege und Laufwettkämpfe gesammelt wie Beweise, als könnte ich damit dem Zweifel entkommen. Doch der Zweifel saß längst in meinen Schuhen und wartete geduldig, bis ich innehielt. Erfolg heißt auf Spanisch Éxito. Ein Wort, das vom lateinischen exitus kommt, was so viel bedeutet wie Ausgang, hinausgehen, ein positives Ende. Im Deutschen jedoch gibt es Exitus und das bedeutet Tod. Zwei Wörter, fast gleich. Eines klingt nach Aufbruch, das andere nach dem letzten Schritt. Und in meiner Sprache bedeutet Erfolg plötzlich nur noch aus. Ende. Was für ein Wort. Was für eine Verwechslung. Vielleicht braucht es etwas anderes. Ein Grundrauschen. Ein leises Ja zum eigenen Weg. Ein Ja, das standhält. Auch wenn man umkehrt. Auch wenn man scheitert. Auch wenn man einfach stehen bleibt. Denn wenn ein Ziel das einzige ist, was leuchtet, dann wird es sehr dunkel, wenn man es erreicht hat. Aber wenn etwas in einem leuchtet, etwas, das nicht auf Ankunft angewiesen ist, dann kann jeder Weg ein Zuhause sein und jedes Ziel nur eine Pause. Vielleicht liegt genau darin der Irrtum, zu glauben, Erfolg sei dort, wo etwas endet. Doch in Wahrheit beginnt nichts mit einem Ziel. Es beginnt mit dem, was ruhig und unerschütterlich darunter liegt. Mit dem, was mit den eigenen Werten verbunden bleibt. Etwas, das bleibt, auch wenn du scheiterst. Etwas, das einen weiter umarmt, auch wenn man auf halber Strecke umkehren muss. Etwas, das dich erinnert, wer du bist, auch wenn du nichts erreicht hast. So wird dieses Innere, was immer es für einen ist, zu einer Form des Bleibens. Ohne ein Ankommen, sondern weil man unterwegs ist zu etwas, das nicht aufgehört werden kann.